Hey Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute sprechen wir über ein Thema, das immer mehr Frauen inspiriert. Achselhaare. Warum entscheiden sich immer mehr Frauen dazu, ihre Achselhaare zu feiern und auf das Rasieren zu verzichten? Habt ihr euch schon mal gefragt, warum dieser Schritt für viele so wichtig ist? Heute tauchen wir gemeinsam in die Welt der Körperbehaarung ein und hinterfragen, warum gerade dieses Thema so viele Diskussionen auslöst. Bleibt auf jeden Fall dran, denn es wird spannend. Frauen- und Körperbehaarung, ein Thema, das seit Jahren immer wieder polarisiert, besonders dann, wenn es um das Wachsen von Achsel- und Beinhaare geht. Während es einige Frauen als unhygienisch und unästhetisch empfinden, sehen es andere als ein Zeichen der Individualität und Selbstbewusstsein. Bereits seit einigen Jahren machen Marken wie Dove immer wieder Werbung für Selbstakzeptanz, aber auch H&M beschloss in einer Kampagne, mehr Achselhaare und Bauch zu zeigen. Haarfrei zu sein hat eine lange Geschichte, die eng mit Geschlechterrollen, aber auch gesellschaftlichen Normen verbunden ist. Behaarte Frauen galten schon immer als ungepflegt, während behaarte Männer als besonders sexy und maskulin galten. Behaarte Frauen galten schon immer als unhygienisch. Die einzige Ausnahme, Haare am Kopf, je voller, desto besser. Je schöner oder je länger, desto schöner, oder? Männerhaare wurden schon immer akzeptiert. Sie konnten getrimmt und gestutzt werden. Hat ein Mann weder Haare auf der Brust oder an den Beinen, wird ihm sofort eine weibliche Seite unterstellt. Der weibliche Körper ist vieles, aber eins ist er nicht: behaart. Wir leben in einer Zeit, in der wir in Werbungen, Filmen, Fernsehsendungen mit Bildern von haarlosen Frauen bombardiert werden. Es ist nicht umsonst, dass Frauen bei Hygieneprodukten bis zu 30% mehr bezahlen für die gleiche Leistung. Es ist also kein Wunder, dass Frauen sich mit Körperbehaarung vielleicht nicht so akzeptabel fühlen. Unser Aussehen wird immer wichtiger. Es ist das, worüber wir nachdenken, wofür wir unsere Zeit und unser Geld investieren. Körperbehaarung ist ein Thema, das viele Frauen unangenehm ist. Es zählt als unhygienisch, unattraktiv und ekelhaft. Ja, die Wahrheit ist, dass wir in der ganzen Geschichte schon immer Körperbehaarung hatten. Es ist ein Teil des Körpers, es ist natürlich und es hat weder was mit Hygiene noch mit der Schönheit zu tun, denn Haare am Körper schützen uns vor Schmutz und Bakterien. Es ist die weibliche Körperbehaarung, die immer wieder für Diskussionen sorgt, aber es sind Frauen, die den ersten Wandel zur Veränderung herbeigeführt haben. Vor allem auf TikTok, wo zahlreiche Frauen unter dem Hashtag Body Hair is Natural, das mittlerweile 92 Millionen Aufrufe hat, ihre Achsel- und Beinhaare feiern, die positiv über ihre Körperbehaarung sprechen, aber auch jährliche Challenges wie January finden zahlreich Zuspruch auf Social Media. Es gibt also Stimmen, die sich für die Normalisierung der weiblichen Körperbehaarung einsetzen, was im Grunde völlig normal ist oder sein sollte. Und ja, dieser Trend wirft Fragen auf, die vor allem an Frauen gestellt werden. Warum sollte man sich für Achselhaare schämen? Warum sollte es überhaupt jemanden interessieren, ob wir uns rasieren oder nicht? Viele Frauen fühlen sich unter Druck gesetzt und ich kann es absolut verstehen. Man geht einfach mit rasierten Beinen zum Date. Man fühlt sich irgendwie nicht weiblich genug oder man macht sich darüber Sorgen, was der Mann oder das Date denken könnte, wenn man nicht glatt rasiert ist. Oder auch Achselhaare. Man schämt sich so ein bisschen dafür. Eine Frau im Abendkleid hat rasierte Beine. Sie ist rasiert. Das gehört sich einfach so und zeigt nicht ihre unrasierten Beine. Es ist nicht akzeptabel. Es ist nicht fraulich. Die Entscheidung, auf das Rasieren zu verzichten, hängt wirklich von der persönlichen Vorliebe, aber auch von der Selbstannahme ab, bin ich der Meinung. Also es ist schon richtig, dass man da so ein bisschen Kontra gibt und sagt, hey, auch ich habe Körperbehaarung oder ich habe Achselhaare und es ist nun mal natürlich. Und besonders, weil es immer noch Aussagen gibt, dass Frauen sich rasieren müssen. Nein, müssen sie nicht. Wenn du dich nicht rasieren willst, tu es nicht. Und Frauen sollten da wirklich individueller werden und für sich mehr einstehen und sagen, okay, du magst es nicht, aber ich mag es. Dennoch kann man sich auch weiterhin rasieren. Also ich würde mich jetzt hier nicht mit meinen Achselhaaren zeigen, nicht weil ich der Meinung bin, es ist so unnormal, weil ich das nicht will, weil ich das nicht fühle oder weil ich meine Achselhaare auch nicht wachsen lassen möchte. Das ist so eben der Punkt. Es sei denn, ich färbe sie irgendwann pink. Dann zeige ich sie euch, aber nur dann. Ich bin der Meinung, auch Frauen sollten Achselhaare tragen dürfen und auch wenn ich es nicht tue, finde ich es völlig okay, völlig natürlich. Und ich bin auch der Meinung, es gibt Männer, die das auch okay finden, hoffe ich doch. Aber hinterlasse mir doch sehr gerne deine Gedanken zu diesem Thema. Rasieren ja oder nein? Darüber würde ich mich sehr freuen. Schaut euch gerne meine anderen Videos an und vergesst nicht beim nächsten Mal wieder einzuschalten, ne? Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss!